Auf Seite 22, das ist im Grunde wie eine Zusammenfassung vielleicht von dem, wovon wir jetzt gesprochen haben, schreibst du, der Mensch lebt aus, mit und in der evolutiven Schöpfungsenergie der Schöpfung, Universalbewusstsein, und demzufolge ist er untrennbar mit ihr verbunden, und zwar mit der als winziges Teilstück aus ihr hervorgegangenen Schöpfungsenergieform, die den Menschen belebt. Ja. Ja, also es ist alles Schöpfungsenergie, Ja. was uns umgibt, was wir sind, aber eben auch deswegen schreibst du auch Schöpfungslebensenergie, um zu unterscheiden. Ja, Die uns Schöpfungslebensenergie belebt. ist evolutiv und Schöpfungsenergie ist einfach belebend. Schöpfungsenergie ist das, wie soll ich das sagen, einfach das, was das Leben bedeutet, wo die Sachen lebendig werden, wo können leben, wo können existieren und so weiter und so fort. Also die Schöpfungsenergie ist das, es ist einfach die Existenz, wo Leben tut. Ja. Ist das zu verstehen? Wie die Hülle von allem. Nein, es ist nicht die Hülle von allem, sondern es ist das, was alles zusammen beleben tut. Das ist die Schöpfungsenergie. Es gibt keinen Stein, der nicht belebt ist. Ja. Es gibt nichts Totes. Ja. Und der Stein selbst ist ja aber auch Der ist auch lebendig, nur der wird belebt von der Schöpfungsenergie. Sonst könnte er nicht existieren. Ja. Er kann nur existieren, weil ihm in dem Stein, in dieser Materie hinein, ist Schöpfungsenergie, die tut beleben, die die Existenz tut gewährleisten. Ja. Und die Schöpfungslebensenergie ist da der Moment, wo sich tut entwickeln, wo bewusst oder unbewusst und so weiter und so fort, wo sich tut evolutionieren, wo auch zur wandlungsfähig ist. Wandlung, wo existieren tut, wo Fuß fassen tut, wo sich entwickelt, das ist Schöpfungslebensenergie. Ja, die Evolution ist ja bei allem gegeben. Bei allem und jedem. Ja. Man kommt halt immer auf den Grashalm. Es gibt noch kleinere Sachen. Es gibt noch die Moos, es gibt noch die Mikroben und weiss ich was. Das wird durch die Schöpfungslebensenergie wird das belebt. Und dann kann sie sich entwickeln. Ja. Und die Schöpfungsenergie, die tut einfach nur beleben. Das ist genau gleich, wenn du einen Motor hast, du leerst Benzin drin. Das ist das, wo die Entwicklung bringt, dass du kannst Motor anlassen, Gas geben und dann kannst du wegfahren. Ja. Ja, und die verlässt wenn wir sterben, den physischen Körper. Richtig. Und der Körper mit der anderen, mit der normalen Schöpfungsenergie zusammen. Die gehören zusammen, die leben miteinander. Das hast du auch beim Mensch, Männlein und Weiblein. Genau dasselbe hast du. Was meinst du jetzt mit Männlein und Weiblein? Männlein und Weiblein, das ist genau dasselbe wie die Schöpfungsenergie und die Schöpfungslebensenergie. Schöpfungsenergie ist das,
was der Mensch an und für sich ist. Er hat aber auch die Schöpfungslebensenergie in sich hinein. Jetzt alleine das einmal weggesehen, das, was das Bewusstsein ist, sondern rein das Materielle. Auch das Materielle kann sich der Mensch nehmen und kann es weitertragen, durch das, dass es kopulieren tut mit einer Frau, zum Beispiel eben mit dem Weibli. Das Männchen tut kopulieren mit dem Weibli. Ja. Oder? Also ist das Männchen, das lebt von der Schöpfungsenergie, und die Schöpfungslebensenergie braucht er, um sich da zu entwickeln, also gehirnmässig, bewusstseinmässig, oder? Aber auch für das, dass er kopulieren mit der Partnerin, mit der Frau, oder? Und kann weiter zeugen, weiter gehen und Nachkommenschaft schaffen. Und die Frau genau dasselbe, nur dass sie von der Kopulation her, wie soll ich sagen, die Lebensenergie braucht, zum wieder Nachkommenschaft in sich wachsen lassen und zu gebären. Ja. Das ist der eine Teil davon. Der andere Teil ist aber genau beim Weibli und beim Männli, wo da bewusstseinmässig, psychisch bewusstseinmässig alles weitergeht tut und Schöpfungslebensenergieformmässig das Bewusstsein auch weitergeht. Sich evolutionieren tut. Ja, ich stelle mir das vor, eben das eine, das physische, materielle, Ja. was eben aus gewandelter Schöpfungsenergie besteht. Richtig. Und die Schöpfungslebensenergie ist sozusagen, wo wenn du immer schreibst, Das ist nur das Evolutive. Das, was das Evolutive ist. Was bewusstseinmässig vor sich geht, wo sich entwickeln tut, wo evolutionieren tut, oder? Wo aber der Geschlechtsakt auch wieder evolutiv ist, oder? Wo es also weitergetragen wird, dass wieder Nachkommenschaft entsteht tut, wo sich also auch evolutionieren tut. Oder? Es ist nicht eins nur alleine, nur das Bewusstsein alleine. Es hängen eben noch andere Sachen drin. Ja. In dieser Schöpfungslebensenergie hängt noch das und dieses und jenes drin, wo sich der Mensch auf diese Art bewusstseinmässig, psychisch, physisch tut entwickeln, bewusstseinmässig, physisch, oder? Genau so, wenn er Schöpfungslebensenergiemässig sich bewusstseinmässig entwickeln und so weiter und so fort. Und wo er sich auch anderweitig entwickeln durch die Schöpfungslebensenergie, wie durch das zum Beispiel, dass er kopulieren tut zwischen Männlein und Weiblein. Oder? Also das führt alles noch sehr viel weiter, als dass man eigentlich im Leben daran denken tut, was alles zusammenhängt damit. Also gibt es eine physische Evolution und dann eben aber auch die Schöpfungslebensenergie, Evolution, richtig. Ja. Und die führt sehr viel weiter, als dass wir einfach da den Menschen können erzählen, es ist das und dieses und jenes. Wir könnten vielleicht 2, 3 Sachen können wir ihm sagen. Mehr versteht der Mensch nicht. Oder der würde überschnappen, wenn er alles wüsste. Ja. Und es wird auch immer subtiler. Ja, richtig. Dadurch wird es immer schwieriger zu verstehen. Ja, zu verstehen. Ja,
Genau, das ist es ja. Darum musst du, wenn du halt etwas weisst, dann, wo die anderen nicht mehr verstehen, dann musst du halt das Maul behalten, ob du willst oder nicht. Sonst machst du ihnen den Kopf voll, die tun sich hinter Sinne dran. Oder bringen sich um. Du darfst einem Menschen nicht zu viel erzählen. Wenn du einen Haufen mehr weisst, dein Ding ist, dass du schweigst. Dass du nichts weisst von allem gegenüber der anderen. Ja. Also offiziell einfach sagst, ich weiss es nicht. Ja. Okay, gut. Das ist genau gleich, wie wenn du zum Beispiel keimabräumt bist, oder? Dann musst du es Mund können halten. Ja. Das ist die wichtigste Eigenschaft. Ja. Ja. Das ist dann einfach irdisch gesehen oder irdisch erklärt. Ja. Oder? Geheimagent der Evolution. Ja, genau. Dann kannst du das so sagen. Ganz kurz zu den Weisen aus dem Morgenland. Ist jetzt nicht so wichtig, aber weil das eben auch in der Bibel vorkommt. Gelehrte, das ist das Gelehrte der Astronomie sowie Sekunde. Bei den 4 Weisen aus dem Morgenland handelte es sich um Gelehrte der Astronomie sowie um Kaufleute und Gelehrte der Lehre der Propheten, wie diese damals in ihr Land gedrungen war. Sie standen im Verborgenen, respektive geheimerweise durch Visionen mit dem Himmelssohn Gabriel in Verbindung. War das dann auch eher auf Impuls? Ja, ich sag das. Ich has jetzt übrigens, das hat jetzt Bernadette. Ich habe jetzt eigentlich verraten, wie der Gabriel wirklich geheissen hat. Also, das steht dann im Bericht drin. Der Mann von der Gabriel, wo Maria geschwängert hat, sie ist geheiratet mit dem, aber so wie wir das heute würden sagen, oder? Das hat es dort mal nicht gegeben, geheiratet. Man ist einfach zusammen gewesen, man ist lieb gewesen miteinander, oder? Und man hat zusammen gelebt, oder? Und so weiter und so fort. Und sie ist zusammen gewesen mit einem Plejar. Und von dem her ist der Immanuel gekommen. Der Josef, der ist erst nachher gekommen, der ist einfach ein Freund von der Familie gewesen, von ihm, sozusagen vom Gabriel und von der Maria. Von dieser Familie ist er streng befreundet gewesen. Und er ist nachher als Vater von Immanuel auftreten, weil derjenige, wo man Gabriel genannt hat, gestorben ist. Okay. Aus dem Grund. Aus dem Grund. Ja. Darum ist der Josef hergegangen und ist nachher der Vater von Gabriel. Okay. Verstehe. Das haben wir dem Quetzals verdanken, weil der gemeint hat, das sei notwendig, dass man es jetzt einmal sagt. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wo das steht, aber das ist noch nie gestanden. Nein, aber das Quetzal eben dieser Gabriel in einem vorigen Leben gewesen sein soll. Ist da was dran? Nein. Okay. Was mich jetzt allerdings wundert, weil ja dass ein Plejare mit ihr eben nicht nur gezeugt hat, sondern auch zusammen war, wie du beschreibst. Ja. Also dass die Ja, eben... das ist nicht der einzige. Es hat verschiedene Plejare, die haben Frauen gehabt, irdische Frauen gehabt, und haben Nachkommenschaft gebracht und so weiter und so fort. Oder? Nur ist das alles vergessen gegangen. Das ist lang ist her. Und dass die Plejaren uns jetzt sozusagen so streng meiden, liegt eigentlich daran, dass wir so ausgeartet sind. Ja.
In den letzten 2000 ja, Jahren. richtig. Ja. Sie wollen keinen Kontakt mehr pflegen mit den Erdlingen und sie wollen auch nicht mehr, dass irgendwelche Gruppen daherkommen und sich da verwandeln und so weiter und Ja. so fort. Das ist aufgegeben worden, restlos aufgegeben worden. Ja. Ja, sicherlich auch weiser. Ja. Ja. Dass wir Hat uns nur- selbst evolutionieren, eben in Ja. unserer Geschwindigkeit, oder Nein. wie man das sagen Da, will. es ist Und immer sie- schlechter rausgekommen, Ja. als es war, hat sich immer mehr und mehr verschlechtert. Ah, wirklich? Und ja, und was heute ist, die Menschheit ist ausgeartet, übel, bösartig ausgeartet. Mhm. Ja. Das hat, Dann, wenn irgendetwas ist, wird sofort zur Gewalt gegriffen. Selbst dort, wo es heisst, während, wie heisst's, wo in der Religion steht, du sollst das Leben schützen und so weiter und so fort. Das ist nur eine Mache. Ja, leere Worte. du sollst nicht töten, Ja. oder? Oder? Und dann nachher kommt aber der Dings dazwischen während den Anfängen, oder? Und das ist schon Gewalt, Mhm. oder? Das ist schon Gewalt dahinter. Statt dass man, wenn irgendetwas kommt, dass man säuferlich dahinter geht, mit den Erklärungen und so weiter und so fort, statt sich wehren. Ja. Es richtig wäre, einfach erklären, statt sich wehren. Mhm. Ja. Ah ja, das, Und sehr- dann aus dem raus kommt aber bereits wieder weiter gesehen, gleich und gleich gesellt sich gern. ja. Das ist dann schon das Nächste. Und dann rabbelt schon. Ja. Ja. Das leider, das Herrenweg hat sich leider über die letzten paar tausend Jahre hat sich das so ergeben. Es ist immer schlimmer geworden. Ja. Und du siehst auch, je mehr Menschen es gibt, umso schlimmer wird's. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und das nutzt zum Beispiel Amerika nicht. Mit dem Hegemoniewahn, was Amerika hat, oder wenigstens die, wo da involviert sind drin. Und da steckt reine böse Gewalt dahinter. Ja. Und je mehr Menschen es gibt, umso mehr Krach gibt's, umso mehr Krieg gibt's. Und umso besser ist es für Amerika, wo kann eingreifen und gute spielen. Ja. Ich komme helfen. Ja, und gutes Geschäft immer. Ja, genau. Das ist das. Das wundert mich jetzt allerdings doch, dass, wir müssen gleich aufhören, dass, Ja, hallo, sie hat gesagt, am Viertel abkommt sie. gut, ja, haben wir noch ein paar Minuten, dass diese Verbindung zwischen Menschen auf der Erdenmenschen und Plejaden, dass das nicht positive Einflüsse hinterlassen hat, sondern dass das eher sich Das hat positiv hinterlassen bei denen, wo wo die eine Verbindung, Minderheit von der Minderheit ist, ja, wo anders denkt, wo pazifistisch sind, also jede Gewalt ablehnen, oder? ja, Und so weiter und so fort. Das sind diejenigen, die von selber gelernt haben. Oder wo fernste Nachkommen von denen sind. ja, Oder weißt du, also
Ich meine fernste Nachkommen, nicht körperlich fernste Nachkommen, sondern eben da linienmäßig. Ja, die der Lehre der Propheten sozusagen Ja, angehörten. ja. Und eher zum konfessionslosen tendierten. Ja. Ja. Ja, nicht unbedingt, weißt du, nicht unbedingt. Ja. Aber da gibt's ja eben, ich meine, fast alle werden getauft. Ja. Ne? Aber Ja. manche werden dann richtig fanatisch und andere sagen halt, mir ist das alles egal. Richtig. Ne? Richtig. Können ja nichts dafür, wenn sie da eingetaucht Ja. werden, wenn sie klein sind. Ja. Ja. Gut. Und die einen haben halt Schwein, oder? Die lernen das von ihren Eltern schon. Aber meistens ist es so, dass von den Eltern aus mit Einfluss traktiert werden, oder? Glaubensmäßig und so weiter. Ja. Hier noch ganz kurz auch eine Erklärung zum jüdischen Volk. Das jüdische Volk sollte durch Emanuel neuerlich die Schöpfungsenergie wissende Wahrheit respektive die Schöpfungsenergielehre neu erfahren und erlernen, um sie zu leben und zu verbreiten. Weil schon die Vorfahren von der richtigen Lehre der Propheten abgefallen waren, aber auch, weil sie ein Vielvölkervolk und sehr intelligent waren. Bekannterweise kam jedoch alles anders, ja. Bekannterweise kam jedoch alles anders, weil durchwegs versagt wurde. Mhm. Also das war die ursprüngliche Idee. Das ist eigentlich das gsi, was hätte sollen sein oder was vorgesehen ist zum sich entwickeln. Aber es hat die Einflüsse, die rundum gsi sind, haben das so weit fertiggebracht. Das ist von dem Volk gekommen, von diesem Volk gekommen, von diesem, von jenem. Weißt, da hat man sich zusammengewürfelt, oder? Und es ist halt ganz anders gekommen, als das vorgesehen war. Ja. Es ist der Einfluss gekommen, der Einfluss gekommen, der andere Einfluss gekommen. Das hat sich eine Gesellschaft zusammengewürfelt gehabt, wo nicht mehr einstimmig war, oder? Es heisst ja von alters her, es sind 12 Stämme israelische gsi, oder hebräische, oder wie dem würdest du sagen, oder? Und das ist, jeder Stamm ist zusammengewürfelt gsi aus Senigen. Es ist nicht mehr rein gsi und es hat sich ein Teufelskreis gebildet daraus. Es hat das Volk auseinandergerissen. Mhm. Oder das ursprüngliche Volk oder die Gruppen oder was willst du sagen, was es war, auseinandergerissen und jeder ist schlussendlich seine Linie gelaufen. Was auch heute passiert. Also dass diese unterschiedlichen Völker auch gegeneinander gearbeitet haben, richtig. anstatt Das zusammen. passiert heute sogar in einzelnen Familien. Ja. Genau dasselbe. Ja. Da ist der Vater und Mutter. Schon Vater und Mutter haben verschiedene Ansichten. Mhm. Oder? Laufen nicht gleich auf der gleichen Linie. Oder? Du kannst machen, was du willst. Hat jeder seine eigenen Ansichten. Obwohl es unter Umständen das gleich gelernt hat. Und es sind noch Kinder da, oder? Jedes geht seinen eigenen Weg. Oder? Ja. Es ist kein Zusammenhalt und nichts mehr. Es ist keine Einheit. Es wird nicht mehr am gleichen umgestudiert, das, was richtig ist, sondern es kommt der und diesen und jenen Einfluss, wo das eine dem nachläuft, das andere am anderen und diese wieder etwas anderes und so weiter und so fort.
in der gleichen Familie, 7 oder 8 Personen in einer Familie und jedes hat einen anderen Glauben. Oder? Das eine glaubt, ja, da ist der Christus, oder da ist der Jesus, oder der andere sagt, ja, nein, das ist hier, das ist der Teufel, oder? Weiss der Teufel was, oder? Ja, es ist so. Gut, ich danke dir. Gern geschehen.